Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ihr seht es wieder am Overlay, wir machen heute mal wieder ein bisschen Theorie und zwar möchte ich heute mit euch darüber reden, was eigentlich die Vorteile eines Vaporizers sind, vor allem im Vergleich zum klassischen Rauchen. Als allererstes fällt mir dann natürlich ein, dass der Vaporizer das in Anführungsstrichen echte bzw. saubere High bringt, denn es ist nämlich so, dass die Wirkung mit einem Vaporizer der eigentlichen Cannabis-Wirkung entspricht. Wie ich schon in meinem Video über meinen Werdegang zum Vapor erwähnt habe, wer das noch nicht gesehen hat, kann das hier gerne nachholen. Ist es so, dass ein Joint aus einer Mischung aus Tabak und Kraut nicht nur durch das Cannabis wirkt, sondern auch durch das Nikotin und das Kohlenmonoxid und gegebenenfalls auch andere wirkungsbeeinflussende Stoffe aus der Zigarette. Bei einem puren Joint ist es so, dass man die Kombination aus der Cannabis-Wirkung und der Wirkung des Kohlenmonoxids, das durch die Verbrennung entsteht, hat und eventuell auch weitere Verbrennungsprodukte, die die Wirkung beeinflussen können. Es ist nämlich so, dass man im Zigarettenrauch beispielsweise MAO-Hämmer nachweisen konnte, wie zum Beispiel Haman. Aber ob das in reinem Cannabisrauch auch zu finden ist, da habe ich leider keine Informationen zu gefunden. Eine andere Möglichkeit, an das in Anführungsstrichen echte High ranzukommen, ist mit Edibles möglich. Da ist aber der Nachteil, dass Edibles nicht so einfach zu dosieren sind, weil sie sehr lange rauchen, bis die Wirkung eintritt. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist, dass ein Vaporizer weniger Gestank macht. Da muss ich natürlich vorerst mal sagen, dass ein Vaporizer absolut nicht geruchsneutral ist. Es stinkt aber wesentlich weniger als beim Verbrennen. Eine Ausnahme wäre der Stoff Skatol, den wir beim Vaporisieren irgendwie eher riechen als beim Verbrennen. Aber auch der verfliegt sehr schnell, wesentlich schneller als der Rauchgeruch. Wem Skatol noch kein Begriff ist, da habe ich auch ein Video zu gemacht, das findet ihr hier oben in der Ecke. Außerdem ist es so, dass sich der Geruch beim Vaporisieren wesentlich weniger in Klamotten oder in Wänden festsetzt. Viele beschreiben zum Beispiel, dass man kurz nach dem Konsum gar nicht danach riecht, verglichen mit Rauchern, bei denen es noch lange später erschnüffelt werden kann, dass geraucht wurde. Dann bietet der Vaporizer einen wesentlich besseren Geschmack, weil da verbrennt nichts und dadurch ist der Geschmack besser. Außerdem kann je nach Vape-Temperatur das Kraut genauso schmecken, wie es auch riecht, wenn man es bei einer Temperatur vapet, die noch keine Röstaromen erzeugt und nur die Terpene und Cannabinoide dabei verdampfen. Weiterhin kann man durch die Variation der Temperatur auch verschiedene Geschmacksprofile erleben. Im Vergleich zur Verbrennung, da schmeckt ja eigentlich alles irgendwie gleich. Das THC siedet beispielsweise bei 157 Grad Celsius und schon bei 155 Grad Celsius siedet das Terpen Alpha-Penen, das einen kieferartigen Geschmack hat. Und je höher man beim Vaporizer mit der Temperatur geht, desto mehr Röstaromen entstehen, die aber immer noch nicht vergleichbar vom Geschmack sind wie eine Verbrennung des Krauts. Als vierten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, dass wir durch einen Vaporizer eine wesentlich effizientere Wirkung haben und das liegt unter anderem daran, dass man mit einem Vaporizer viel mehr Inhaltsstoffe extrahieren und dadurch auch aufnehmen kann als beim Rauchen, denn beim Rauchen ist es so, dass schon ein guter Teil der Inhaltsstoffe zerstört wird und das bedeutet, dass durch die schonendere Nutzung des Materials nicht nur mehr Wirkstoffe freigesetzt werden können, sondern auch das Kraut auch wesentlich länger reicht, da es halt nicht sofort verbrannt wird. Und ein weiterer großer Vorteil von Vaporizern ist auch eine Mehrfachnutzung des Krauts. Man kann nämlich das verbrauchte, also das gewapte Kraut noch weiter verwenden, da es auch noch Wirkstoffe enthält. So kann man es zum Beispiel zum Kochen oder zum Backen verwenden. Da es nämlich bereits wärmebehandelt ist und dadurch die Cannabinoide von ihrer Säureform in ihre aktive wirkende Form umgewandelt wurden, eignet sich das sogenannte AVB auch sehr gut für den oralen Konsum. Außerdem kann man auch das Kondensat des Dampfes, das man auch Reclaim nennt, das kommt vom Englischen zurückgewinnen, weil man es zurückgewinnen kann. Das lagert sich im Dampfweg ab und kann auch noch weiterverwendet werden. Man kann es dabben, man kann es zum Kochen und Backen benutzen oder daraus Butter machen. Man kann Stem Milk damit machen, das ist gerade im Bereich der Dynavapes irgendwie sehr beliebt. Dann nimmt man dann einfach den Dynavap Stem und kocht ihn ein bisschen in Milch aus, bis sich das Reclaim löst und dann kann man die Milch trinken und verspürt eine Wirkung dadurch. Es ist aber wichtig dabei zu sagen,
dass es sich hierbei nicht um Rauchkondensat, wie zum Beispiel der stinkende Schmand in einer Bong handelt, sondern man kann das quasi schon als eine Art wärmebehandeltes THC-Öl bezeichnen. Allerdings ohne Terpene, weil die vorher schon verdampft sind. Durch diese effiziente Wirkung des Vaporizers sinkt auf lange Sicht der Verbrauch und dadurch auch die Kosten. Die meisten berichten eine Reduktion ihres Verbrauchs um ca. 50%. Ein weiterer wichtiger Punkt von Vaporizern in meiner Sicht ist das Mikrodosieren. Es ist nämlich so, dass sich Vaporizer viel besser zum Mikrodosieren eignen als zum Beispiel das Rauchen. Natürlich kann man auch mit einem Joint irgendwie mikrodosieren. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil wir immer eine gewisse Füllmenge brauchen, um den Joint zu drehen. Und dann wäre halt die Lösung, dass man etappenweise an einem Joint raucht. Dabei muss man den aber immer wieder anzünden. Und ein angerauchter Joint schmeckt ja nicht so gut wie ein frischer Joint. So war zumindest meine Wahrnehmung früher immer. Ich habe mir immer lieber kleinere Joints gedreht und die dann aufgeraucht, als einen großen Joint und den immer wieder angezündet. Mit einem Vaporizer kann man nämlich effizient niedrigste Mengen konsumieren, zum Beispiel Mengen so klein wie 10 Milligramm, was 0,01 Gramm entsprechen. Das ist mit einem Joint unmöglich. Alternativ wäre das nur mit einer Pfeife bzw. einer Bong machbar, so wenig zu konsumieren. Da wird man aber wegen der geringen Bioverfügbarkeit aus dem Rauch keine nennenswerte Wirkung verspüren, aber mit 10 Milligramm in einem Vaporizer kann man durchaus eine Wirkung verspüren. Dann haben wir natürlich auch viel weniger Schadstoffaufnahme, wenn wir einen Vaporizer benutzen, denn durch das Vaporisieren entstehen nämlich wesentlich weniger toxische Nebenprodukte als beim Rauchen, wie zum Beispiel Teer, Rußpartikel, Nitrosamine, Kohlenstoffmonoxid und so weiter. Allerdings entstehen auch beim Vaporisieren bedenkliche Nebenstoffe. So entsteht zum Beispiel bei Temperaturen über 200 Grad Benzol, was als bedenklich gilt. Und je höher unsere Temperatur ist, desto höher ist auch das Kohlenmonoxid, das dabei entsteht. Das ist aber im Vergleich zum Zigarettenrauch viel weniger. Aber beim Vaporisieren entstehen keine Verbrennungsrückstände, die sich in der Lunge ablagern, wie zum Beispiel Ruß oder Teer oder so. Dann ist es uns außerdem mit einem Vaporizer möglich, eine viel gezieltere Wirkung zu veranlassen, denn durch das Vapen bei unterschiedlichen Temperaturen können auch verschiedene Wirkungen erzielt werden, aufgrund der unterschiedlichen Siedetemperaturen, der enthaltenen Terpene und des davon ausgehenden Entourage-Effekts. Delta-9-THC, das uns bekannte THC, siedet zum Beispiel bei 157 Grad, habe ich vorhin schon gesagt, bei 155 Grad siedet das Alpha-Pinen und das Alpha-Pinen sorgt dafür, dass wir eher eine aktivierendere Wirkung haben. Ab 167 Grad siedet dann das Mycen, was eher eine entspannte und beruhigende Wirkung hat. Und vielleicht habt ihr das selber schon mal gehört, dass es oft heißt, dass wenn man mit niedrigen Temperaturen dampft, dass es dann eher eine aktivierende Wirkung hat und wenn man bei höheren Temperaturen dampft, dann hat es eher eine sedierende Wirkung. Und das hängt am Entourage-Effekt und den enthaltenen Terpenen ab, die dann bei den unterschiedlichen Temperaturen verdampfen. Wenn euch das interessiert und ihr da gerne ein Video zu hättet, generell zum Entourage-Effekt, dann schreibt das mal in die Kommentare, dann werde ich da mal ein Video drüber machen. Außerdem ermöglicht uns ein Vaporizer diskreter zu konsumieren. Das muss man aber ein bisschen in Klammern setzen. Ich gehe jetzt erstmal darauf ein, dass beim Vaporisieren wesentlich weniger Geruch und Rauch entsteht, was den Konsum dadurch ein bisschen diskreter macht. Außerdem setzt sich, wie schon gesagt, der Geruch weniger in der Kleidung fest, was auch ein bisschen zur Diskretion beiträgt. In der Regel geht das Befüllen eines Vaporizers oft schneller als das Drehen eines Joints. Das wäre allerdings dann wieder ein Pluspunkt für Pfeifen oder One-Hitter. Aber man muss auch sagen, dass je nach Vaporizer es auch ziemlich undiskret sein kann, weil die teilweise schon sehr groß sein können, wie zum Beispiel ein Mighty oder ein Venti. Der ist schon relativ auffällig, wenn man damit in der Stadt rumläuft. Das ist vielleicht nicht ganz so diskret. Wenn man jetzt aber einen Dynavap dabei hat oder zum Beispiel einen Pax, der in der Hand verschwinden kann, dann ist das relativ diskret. Ich hatte da zum Beispiel mal eine ganz lustige Situation, bei der ich bei einer Party auf der Couch saß und mit meinem Vaporizer gewaped habe und dann die Person neben mir auf einmal meinte, hey, hier kifft doch irgendwo einer, aber der nicht gemerkt hat, dass die Person neben ihm diejenige ist,
die gerade konsumiert. Das war recht lustig. Dann habe ich mir noch als letzten Punkt die Umweltschädlichkeit aufgeschrieben. Wir wissen alle, dass Rauchen die Luft verschmutzt. Es entsteht Benzol, es entsteht Formaldehyd, es entstehen Schwermetalle, es entsteht Feinstaub und außerdem entsteht beim Verbrennen von Tabak Kohlenstoffdioxid sowie eine Vielzahl anderer Treibhausgase, die dann zur Erderwärmung beitragen. Zwar ist dieser Anteil im Vergleich zu anderen Quellen relativ klein, wenn man das aber auf die Menge der Zigaretten, die täglich geraucht werden, bezieht, dann fällt das doch deutlich ins Gewicht. Das Rauchen trägt auch zur Ozon- und Smogbildung bei. Die Chemikalien im Rauch, vor allem Stickstoffoxide, tragen nämlich zur Bildung von Ozon bei. Das wären jetzt so meine 9 Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, warum Vaporizer vorteilhafter sind als Rauchen. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was für ein Vaporizer und gegen das Rauchen spricht, dann hämmert das in die Kommentare. Ich bin super gespannt darauf, was ihr noch für Ideen habt. Und was mich auch interessiert ist, wenn ihr sagt, ihr seid gegen Vaporizer und ihr raucht lieber, dann möchte ich auch gerne wissen, warum. Schreibt es mir in die Kommentare. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.